Hier ist jemand, der hat das Gefühl, dass das ganze Saarland auf diesem Campingplatz ist, ja. Sie kommt aus der Nähe von Neunkirchen, aus Schiffweiler. Wie ist denn Ihr Vorname? Anne? Anne. Ja. Sie haben einen Mann, oder? Ja, ich habe einen Mann. Ja, der steht da vorne, der hat mich angesprochen, der hat dann gesagt, naja, wollen Sie mal ein altes Wohnmobil filmen? Ja. Das heißt, ihr habt das schon länger, das Wohnmobil? 17 Jahre. Ja. Ja. Ist das euer ständiger Begleiter? Ja, auf jeden Fall. Seit 17 Jahren. Ja. Und ihr seid jetzt hier in Klüsserath und ihr habt wirklich das Gefühl, das Saarland ist hier, oder? Ich habe das Gefühl, ich bin hier zu Hause. Es sind allein 3 Leute schon aus Schiffweiler hier. Also, und Neunkircher Autonummern. Okay. Man fühlt sich wie zu Hause im Moment. Aber was ist denn das Schöne am Camping? Camping ist Sitzen. Keine Regeln. Aufstehen, wann man will, essen, wann man will, schlafen gehen, wann man will. Freiheit. Und hier steht reich neben ich sag mal, normal und im Prinzip ist jeder Kein gleich. Problem. Und zwar unwahrscheinlich freundliche Leute noch. Ne? Weil früher war es schon ein bisschen schwieriger. Wenn dann große Wohnmobile mit kleinen Wohnmobile zusammenkamen, dann war oft, wie soll ich denn sagen, Schnippig. ja, die Leute waren auch voreingenommen, Ja. dass halt eben die mit den großen Autos eingebildet wären oder wüsste, was sie im Geldbeutel haben. Und das stimmt absolut gar nicht mehr. Ja, da vorne ist der Chino. Ja, das ist Chino. Den habt ihr aus Spanien, gell? Kommt aus Spanien. Ist der lieb? Ein ganz, ganz braver. Der arme Kerl ist mit 4 Monaten zu uns gekommen. Er hat keine Leine gekannt, kein Straßenverkehr. Den haben sie aus dem Keller geholt. Und als ich das Bild gesehen habe von ihm, musste man ihn haben. Mit Genau. den Augen. Mit den Augen. So, ihr fahrt jetzt auch schon seit 17 Jahren hier auf diesem Platz? Ja, unter anderem. Ja. Wir haben angefangen, mit dem Wohnmobil an die Mosel zu kommen, mit dem Fahrrad in 2 Orte weiterzufahren. Das Wohnmobil bei der nächsten Tour 2 Orte weiter geparkt und wieder bis hoch nach Koblenz und auf der anderen Seite wieder So, ihr zurück. habt die Campingplätze vorher gecheckt mit dem Fahrrad quasi? Ja, wir sind immer wieder mit dem Fahrrad Ort vorgefahren, 2 Orte vorgefahren und beim nächsten Mal halt eben dort den Stellplatz gesucht. Und so haben wir die Mosel im Grunde von Trier bis hoch nach Koblenz. Das ist ja ein neuer Und wieder Trend, dass die zurück. Leute jetzt nicht mehr nach Spanien fahren, sondern zum Beispiel hier nach Klüsserath oder nach Neumagen. Ja gut, im Moment bleibt uns ja nichts anderes übrig. Wir müssen ja hier bleiben. Als ihr gehört habt, die Campingplätze, das ist ja für einen eingefleischten Camper ja schon schlimm, oder? Das war schlimm. Das war wirklich schlimm. Und deswegen, da ist das erste Wochenende, wo man raus durfte. Und wir haben alle halt eben auch aufgepasst, dass jeder Abstand hält. Und es könnte ja sonst sein, dass zugemacht wird, Ja. ne, wenn irgendwas vorkommt. Sag mal, das keine Regeln. Wie ist denn das bei euch zu Hause? Ist da jeder Stein an seinem Steller oder ist man da auch ein bisschen lockerer durch das Camping? Nee, eigentlich So Ordnung. Bist du jemand, der alle 2 Minuten mal durchwischt? ich nicht, nee, aber er. Aber eher. Warte, ich zeige mal, dass wir ihn auch mal sehen. Ja, E-Bikes, das war schon ein klein wenig älter, nehme ich an, oder? Das ist schon ein bisschen älter, ja. So, aber E-Bike ist ein Hammer. Das ist eine tolle Entwicklung, oder? Das ist herrlich. Das ist eine tolle Fahrerei, ja. Vor allem, wenn man nicht mehr so der Neueste ist und dann ist so ein E-Bike ist wirklich eine tolle Erfindung. Du bist auch Saarländer? Ja. Du kommst auch aus der Nähe von Neunkirchen? Ich komme ursprünglich aus dem Warnt. Warnt. Aus dem Warnt, ja. Mich hat es dann irgendwann beruflich und dann hat die Liebe mich nach Schiffweiler verschlagen und dort bin ich dann hängen geblieben. Ne? Die da. Nee, das war zuerst eine andere. Eine andere? Ja, Wer- die ist nicht mehr da, die gibt es nicht mehr. Okay, das heißt, Aber ich bin schon 25 Jahre. Sie ist schon 25 Jahre. Okay, gut, ich lasse das mal gelten. Okay, bei 25 Jahre, das haben andere noch nicht mal gepackt, die Erstfrau hatten. Ja, genau. so ist es. Aber er war es wert, dass man das eingegangen ist? Er war. Ich würde ihn nicht mehr hergeben. Er wird ihn nicht mehr. Okay, Ja. das sehe ich auch so. Ne? Okay, das heißt, ihr braucht von Schiffhaller so eine Dreiviertelstunde her. Ja, Stunde? Eine Stunde. Sag mal hier, die Preise, das kostet ja irgendwie 7, 8 Euro am Tag. Das ist ja nicht teuer, oder? Das ist erschwinglich. Das kann man sich doch leisten. Ja. Strom habt ihr auch? Wir haben Solar auf dem Dach. Und Solar ist hier schon sinnvoll, weil nicht jeder kriegt einen Stromplatz, oder? eben, genau. Und mit der Solaranlage kommen wir also wunderbar zurecht. Ja, das reicht. Wenn ihr mir ein paar Tipps gebt, was kann man hier machen in Klüsserath alles so? Oh, spazieren gehen, essen gehen, wenn die Zeiten halt eben wieder anders sind, sodass halt eben wieder alles offen ist. Und
vor allem, was für uns halt eben wichtig ist, dass wir uns ein bisschen ausruhen können, dass wir uns ein bisschen die Natur genießen können. Ja, und Was bist du im Moment vom Beruf? Was machst du beruflich? im Moment bin ich Rentner. Ich war früher, ich bin gelernter Einzelhandelskaufmann und war dann später im Außendienst gewesen. Ja, und deshalb also zu Hause. Ich finde es interessant, dass du sagst als Rentner, dass man sich mal ausruhen kann. Ist das nicht so, dass du dauernd dich sowieso ausruhen kannst? Ach, es ist was anderes. Also es ist was, wenn ich zu Hause bin, dann ist man doch immer mit irgendwas beschäftigt zu Hause. Zum Beispiel, was machst du gern? Im Garten rum, also gehen Du bist Handwerker, ja, du bist ja Saarländer. Ja, genau. Der ist mehr im Baumarkt wie im Supermarkt, oder? Genau so. Und da geht man in den Garten und hat hier was zu basteln und da was zu basteln. Und hier setzt man sich hin, genießt die Natur, ja, und genießt das Leben. Und du liest auch Bücher, oder? Oh, ja, Ja, nicht. Mehr so Fachzeitschriften, so alles was mit Motor zu tun hat. So. Echt? Du bist so ein Motormann. Ja, genau. Weil mich interessieren halt eben Autos und Motorräder. Was ist das für ein Auto, ein Fiat? Das ist ein Fiat, ja. Ist der gut? Das ist gut. Das ist gut. Das ist Noch nie Probleme mit gehabt. seit 17 Jahren nicht. Ist der erste Motor drin? Erster Motor drin. Der Zahnriemen der erste? Ah, nein, das kann man nicht machen. Der wäre mittlerweile über die Wupper. Ne? Hast du selbst gewechselt den Zahnriemen? Nein, kann ich nicht. Also das überschreibt meine Kenntnisse. Ne? Also ich kann nur so Kleinigkeiten machen und für richtige Reparaturen gehe ich dann schon zur Werkstatt. Ich habe eine Frage, die hinten drauf die Leiter, wenn du mir die mal kurz zeigst. Du steigst da selber hoch ab und zu? Ja. Warum steigt man da hoch? Im Moment musste ich, dieses Wochenende musste ich öfter hochsteigen, weil mir die Satellitenanlage kaputt gegangen ist. Ah, okay, das heißt, dann wenn du musste ich irgendwas servitieren willst, du kannst nicht durch eine Luke durch. Da passe ich nicht durch. Ich zeig dich mal gerade. Das ist nämlich hier, das ist das Gefährt. Weil du eben gesagt hast, du willst mal ein altes Wohnmobil filmen, aber im Moment ist so dermaßen ein Hype an Wohnmobilen. Ja. Wenn er ein neues kaufen würde, der wird ja fast noch dasselbe Geld fürs alte kriegen, oder? Ja, ich bekomme schon noch ein bisschen was für den hier, aber für ein neues wird es natürlich nicht reichen. Ne? Genau. Außerdem, man hat ihn ja lieb gewonnen, das ist wie so hinten der Chino, so ein bisschen, genau, oder? Genau. Wobei ich dazu sagen muss, also den hier haben wir jetzt so, wie wir uns den vorstellen. Der hat die Ausstattung, wie wir uns das vorstellen. Die Markise, und Solaranlage. Alles Mögliche. Und beim neuen musst du wieder bei Null anfangen und ist halt eben eine Preisfrage. Ne? Ist ein spannendes Bild, dich direkt hinter dem Centurion hier von Concorde zu sehen und dann auf der linken Seite, aber hier gibt es keine Klassen, keine Grenzen, gar nichts. Nein, gar nicht. Super. Ja, vielen Dank euch beiden und Gruß nach Schiffweiler. Es geht wann wieder zurück? Morgen. Ah, stimmt, habt ihr gesagt, ja. Deswegen haben wir jetzt das Video gemacht. Dann schönen Gruß, gell? Tschüss. Ja, Danke. vielen Dank. Tschüss.